Boss, ein Sponsor möchte mit uns zusammenarbeiten. Moinsen, kommt zur neuen Folge, und zwar zur 19. Und Seven will anscheinend mit uns kooperieren. Also wir haben einen der Sponsor entdeckt. Und Andrea Kirantonelli hat den Vertrag angenommen. So will ich das sehen. Schauen wir mal auf die Nachrichten. Wir haben wieder einen Schulungspunkt, den vergeben wir direkt an der Technik. Mal schauen. Wo wir noch Bedarf an Entwicklung haben, auf jeden Fall bei der Aerodynamik. Da können wir was ganz knapp holen, und zwar für den Heckflügel, und zwar die Haupttragefläche. Und zur Zeit sind wir hinter sauber und vor Alpin und Tars. Können wir etwas entwickeln, ja, und zwar beim Motor. Das glaube ich für den machen, würde ich sagen, das, und das soll vor dem Grand Prix von Brasilien dann ankommen. Ich hoffe, das kommt auch dann an, und dann können wir jetzt auch mal die Aktivitäten machen. Und dann würde ich sagen, springen wir spielen wir erstmal die Zeit vor. So, was ich das sagen. Eine Forschung verzögert sich, eine Entwicklung ist abgeschlossen. Eine Entwicklung ist abgeschlossen. Entschuldige die Störung. Ich brauche dich mal kurz, Boss. Das sehe ich gerne. Wir haben die Zielfähigkeit. Das kommt mir jetzt einfach. Was können wir hier entwickeln? Einmal das Einzelteil bei Aero und nochmal diese eingerissene Taste vom Ding. Das ist so nervig hier. Sagen wir, machen wir hier. Das machen wir so eine Parallelentwicklung wie das auch. Und dann können wir das hier noch mal entwickeln bei der Zielfähigkeit, und können wieder ein Upgrade zuweisen, und zwar gleich 3. Und wir sind schon was vor Aston und hinter Williams. Also das war ein Sprung in der Performance. Wow. Aufgezogen könnt. Tolle Neuigkeiten. Die Entwicklung eines Teils ist abgeschlossen und es kann jetzt eingebaut werden. Schau demnächst im Upgrade-Zuweisungsbildschirm vorbei. Ich würde sagen, wir holen die Modernität, damit wir mehr finden können. Ich sage, holen wir noch das. Bei der Personalabteilung machen wir das und das. Noch 1,4 Mille. Dann können wir jetzt nichts mehr upgraden. Dann würde ich sagen, auf geht's zum Grand Prix von Texas, einer meiner Hassstrecken. Also, wir sehen uns dann im Q. Wer vergisst, die KI hochzustellen wegen dem Training? Ja, ich. Also gibt's die Last of Us Challenge. Ich habe vergessen einfach den, ja, es ist die KI-Show hochzustellen, weil ich im
weil ich das Ding selbst gespielt habe. Mann, ey, wie blöd kann man denn sein? Also, wir sehen uns dann im Sprint erstmal. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. It's the Circuit of the Americas then, situated 14 miles outside of the great city of Austin. This is a 3.6 mile lap with 20 corners, 10 to the left and 10 to the right, and top speeds of around 200 miles per hour. Overtaking opportunities are available into turns 1 and 12, especially with that rear wing DRS wide open. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hülkenberg, Alex Albon and Sainz, Norris, Bortoletto, Hamilton and Andrea Kimi Antonelli, Tsunoda, Piastri, Fernando Alonso and Lawson, Stroll, Ocon, Isaac Hadjar and Ollie Behrman, Gasly, Martins, Colapinto and Zayn Maloney rounds off the grid. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. And alongside me today, a man who I'm always pleased to see join me in the commentary box, Anthony Davidson. Well, they say that a change is as good as a rest, and whilst there's not much rest on show in the sprint format today, there's definitely a change to what we're usually seeing on the track. I know what we've got to do before the start of today's race, but what about our driver? What do the final hours look like for them? Well, for them, you know, you've got your pre-race rituals that you go through. You see different drivers that, you know, some have got their headphones on, they're listening to the music. Some drivers really absorb the energy from the crowd and they're there waving to them. Other drivers, they go within themselves. They chat to their engineers, absorbing that information, that vital information that you need to carry you through the race. And, you know, those pre-race rituals are essential to making things systematic. We do a lot of Grand Prix in a season, and the more systematic you can be, the easier you are within that environment. Okay, back of the grid. It's not great, but let's make the most of it. Good luck. So, Monsen, ich stelle für euch noch mal ein bisschen die Grafik hoch, weil dadurch will ich auch meinen Zuschauern ja die beste Grafik hochliegen haben, und zwar auf ultra hoch. Da noch kaputt. So, jetzt. Mal schauen, wir machen eine Medium vom letzten Startplatz. Was muss, das muss. So, das stellen wir hier um. Also ich empfehle euch immer, dann die PSI im Rennen komplett nach oben zu schrauben, um ein bisschen schneller im Rennen zu sein. Ich würde sagen, noch mal ein bisschen, auf jeden Fall mehr Sprit rein tun, damit wir nicht leer ausgehen. Und dann würde ich sagen, was ist los mit dem Sprint beim großen Preis von Austin hier auf dem Circuit of the Americas. Die Leistung von Martins schwachen Punkt, würde ich sagen. Oh, Patrick! Around the outside. Und vorbei an Fernando Alonso.
Okay, DRS is now available. Brilliant, nice move. Keep going. Und ziemlich aggressiv, aber das musste man auch. Das musste man tryen. You're in the top 10. Motorschaden bei Norris im Fight gegen Sainz. Und da Norris ausgeschieden ist, sind wir jetzt hinter Hamilton auf Platz 8, also sind wir jetzt im Sprint. Green flag. Ich frage mich, ob wir heute auch wieder einen Frame-Drop bekommen, wie beim letzten Mal in Singapur. Das ist komplett komisch. Ich bin so erschrocken, ey. Das war einer der heftigsten Jumpscares, die ich jemals bekommen habe. Da kann welche ums Podium. Albon sogar. Was machen die beiden Williams und die Williams sind ja in der Performance-Liste. Aber was machen sie? Der hat einen Banger gut ansonsten gehabt. Vorne geht's ab. Wahnsinn, was für ein Überholmanöver! The Mercedes drivers just completed a pass for the lead.
starting to catch the car in front, but we need to look after the tyres. We won't be making another pit stop. Nice move, good job. Okay, final lap, let's go, final lap. Okay, gap to the car in front, 2.8 seconds. Ende bringen. Das als würde George Russell das Rennen vor den Sprint vor Leclerc und Albon gewinnen und dann kommen auch schon wir dann durch die Linie, wenn aber nichts macht, aber er ist jetzt nicht mehr in seine Prime, aber nichtsdestotrotz, ja, wir kommen mal auf starken 4. Platz durch. So with the sprint concluded, join us next time for qualifying and of course the main event, this weekend's Formula One Grand Prix. We'll see you next time. Also wirklich stark von den Saubers und stark von den Williams und stark von sehen. Als sie mir hier gesagt, dass wir so einen Sprint abliefern, hätte ich es nicht geglaubt. Also die beiden Saubers, die beiden Williams, die beiden Ferraris, der eine mehr Mercedes und Zane holen Punkte hier im Sprint, andere holen keinen Punkt. Also ich finde ein bisschen enttäuschend, dass sie gehen. Also das mal sehen, was wir rausholen können. Also ich weiß gar nicht, wie meine PC ist. I'm afraid we've dropped to P22. P22. Mal sehen.
welcher Platz zusammen sind. Was? LOL. Okay. Im ersten Sektor habe ich wahrscheinlich viel liegen lassen. Oder nicht? Mal schauen, wer so denn ausscheidet. Die beiden Alpins, der Sauer von Bortoleto. Okay. Im Sprint war ja noch. Da war ja stark unterwegs. Mal sehen, wie was im Rennen liefern kann. Ein Stroll, El Clasico und die beiden Haas. Der Williams ist ein bisschen am struggeln. Wo ist der andere sind? Mal sehen, wie es in Q2 dann aussieht. Wir sehen uns dann beim. I'm afraid we've been pushed down to P16. Boah, die Sonnenstrahlung göttlich und gleichzeitig abblenden und rechtzeitig. Das ist nicht gut, wenn wir gleich da reinkommen. Was? Was ich da gerade hingezaubert habe, ich frage mich, was das war. Was ist denn irgendwie hier auf? Sehr schwach von Chemie, dafür sehr stark von Science und ab geht's zum letzten Coup für heute. Ich weiß, dass er schon 10. anscheinend schon wird oder 9. bleibt, der wird eine scheiß Rolle legen, aber mal sehen, was es am Ende wird. Gelöst, mal. Aber wir so geil so reinbremsen und was man dann bremst.
Sainz war doch gerade noch 9. Der war in der Box drin. Das war nur eine 32 1 und was wird es am Ende auf jeden Fall nicht cool. Aber das war Platz 2. Hä? Okay. Boah, was so schnell war es auch noch hier. Also, Max Verstappen holt sich die Pole vor uns und dann mit einer 1:31,779. Dann kommen wir mit einer 1:32,1. Dann mit Danica, dann Norris, Piastri, Alonso, Tsunoda, Sainz stark und Russell. Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States, the fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself, 14 miles southeast of the city centre, has been home to the US Grand Prix since 2012, the latest in a long list of iconic tracks to have that honour. We have 10 turns to the left and 10 turns to the right here at the fantastic Circuit of the Americas. Overtaking opportunities into turn 1 and turn 12 at this anti-clockwise track. It's 3.6 miles long and we should see average lap speeds of around 126 miles per hour. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Zane Maloney lines up on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda and Sainz, Hadja, Verstappen, Albon and Andrea Kimi Antonelli, Hamilton, Lawson, Victor Martins and Hulkenberg, Piastri, Gasly, Franco Colapinto and Lance Stroll, Russell, Bortoletto, Ocon and Ollie Behrman rounds off the grid. Which of these talented drivers will come out on top today? And alongside me in the commentary box, my old friend, Anthony Davidson. And let's talk momentum with this driver. What a sprint it was. They start at 0 once again for today, but with a huge amount of confidence, surely. Well, they'll definitely be glad that there's not a sprint race today. Let's face it, the sprint couldn't have gone much worse, but what we're looking for today is a reaction. So we're getting close to the start of the race. What will this driver be experiencing? Big nerves, big excitement, what? Always extra nerves at the start of the race, Coffee. Probably at the start of the race, it's where your heart rate's at its highest in anticipation, and you've got to be in the right mindset. You've got to be thinking there inside the car, what can go right? How can I be opportunistic rather than what can go wrong, and how do I protect my position? Look forward and stay positive. It's easy to say, very hard to do when you're in that position. So. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Also wir sind bei der Startaufstellung angekommen. Ihr seht es, am Ende soll es noch regnen, also so leicht anfangen. Auf jeden Fall die Piste huschen. Dann würde ich sagen, wir machen hier eine Medium Hard. Das ist das eigentlich das sicherste. Die Flasche. Ich habe gerade nicht auf die Sequenzdingens geschaut, aber wir schauen einfach aus, obwohl, weil Verstappen anscheinend eine Strafe hatte, oder? Verstappen. Wie schafft man es, eine 7 Plätze Grid-Strafe zu bekommen? Wie? Oder ist es ein Bug? Auf geht's. Ins Rennen. Okay, die 5 Runden ist da. Und wieder aus.
Soundbug. Ich weiß jetzt nicht, ob es ja aufhört. Was ist das denn für ein Soundbug? Den hatte ich ja noch nie. Aber irgendwie geil. Das hört sich voll nice an. DRS now enabled. DRS enabled. Oh. Oh, ein Alpine hatte hat was abbekommen in der ersten Runde anscheinend. Frontflügelschaden. We've got a lot of spare energy. Okay to use your overtake button. Verstappen's just put up the fastest lap of the race so far.
Okay, we lost the position. Try to keep focus. KI hat so einen Monster-Ausgang hier. Irgendwo unüberlegt und sehr optimistisch, aber egal. Hauptsache, wir sind vor Max. Ich muss auch sagen, die KI ist nicht sehr gut balanciert in diesem Game. We're approaching the pit window now, and you're going to be on hards next time.
Box this lap, please. Box this lap. So. Jetzt kommen wir auch in eine Box hier. Verschade Reifen. Ich weiß jetzt nicht, was Max für eine Strategie macht überhaupt. Verstappen ist auf Soft. Go, go, go. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Hulkenberg is stopping now. Don't let them get away from you. One of them might make a mistake and that lets us back in. Readings from a couple of the sensors, so I don't think you need to be worried, just some bad data, so keep doing what you're doing. I'll let you know if we notice any genuine problems. Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Okay, focus. We need to stay on form.
Okay. The under... Good job. Fetze die eigene Medizin zu spüren. We don't think it's going to stay dry for much longer. The rain could come at any moment, so watch out. Okay, clear. Final lap, final lap. Push, push.
geschafft nach diesem KI-bodenlosen Rennen, aber wir haben gewonnen. Absolutely awesome. Just amazing, mate. Well done. The checkered flag is out. The fans stand and rise to greet our winner today. It's Zane Maloney. I know every race has equal importance in terms of points, but when you get to this part in the championship, it's clearly on your mind as you're looking to see how far up the order you can finish. And races like this certainly help that. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way onto the podium now. Well, that was certainly an exciting weekend of Formula One. Be sure to join us for more exciting Formula One action very soon. So, das war's mit dieser Rennwoche. Also nur Schmerzen für mich selbst, aber ich weiß nicht, wie es für euch ist. So sieht die Rangliste zurzeit aus und so sieht die Konstrukteursweltmeisterschaft zurzeit aus. Und wir sehen uns im HQ. Hey, es ist schon eine Weile her, dass wir einige Verbesserungen an unseren Firmeneinrichtungen vorgenommen haben. Falls noch etwas Geld übrig ist, vergiss nicht, es zu verwenden. So, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.